Okay, hallo, mein Name ist Sayan Annemann und ich darf euch hier stellvertretend am Stand von Burmester unser neuestes Produkt vorstellen, und zwar ist das die BX100. Die BX100 soll sich in unserem Portfolio zwischen der B-Serie und der BC-Serie, also unser Signature-Line, einfügen, preislich als auch von der akustischen Seite. Und vom Design her gehen wir auch etwas neue Wege bzw. greifen alte auf. Man sieht, wir greifen die Form von der alten B100 auf, aber auch von der BA-Serie, dass wir viel mit geschwungenen Formen eher ins Organische gehen, arbeiten. Darüber hinaus haben wir aber diesen Lautsprecher als Besonderheit die Möglichkeit, diesen an den Wohnraum anzupassen. Nicht nur akustisch, wo ich gleich noch drauf komme, sondern auch eben optisch-visuell. Es besteht die Möglichkeit, dass wir einerseits die Seitenpaneele austauschen können. Man sieht hier schon verschiedene Farbvorschläge, die möglich sind. Andererseits können wir aber auch in der Lack eine Auswahl treffen. Der Kunde hat hier die Möglichkeit, zwischen Sonderlacken zu wählen, die durch uns entwickelt worden sind, aufwendigen Sonderlacken, mehrschichtig und unserem Standardlackportfolio. Die Sonderlacke, eben weil sie so aufwendig in der Herstellung sind und in der Applikation, haben einen kleinen Aufpreis, der sich aber, denke ich, für das Erscheinungsbild rechtfertigt. Kommen wir nun zu der Akustik. Wir haben hier einen 4-Wege-Lautsprecher. Was heißt, beginnen wir mit den seitlich angebrachten Tieftönern. Da haben wir zwei 26 cm durchmessende Woofer an der Seite. Dadurch erlangen wir eine schmale Erscheinungsform, ein schlankes Bild von vorne, und gleichzeitig auch erhalten wir uns eine schmale Schallwand. Vorne haben wir dann den Front-Woofer und unterstützend dazu dann den Mitteltöner. Es sieht aus wie ein Dapolito, eine Dapolito-Anordnung. De facto ist es aber keine, weil der Woofer jetzt nur für die Oberbässe zuständig ist und wir hier dadurch ein 17er Chassis gestalten konnten, ein Midrange, der wirklich als solcher konsequent ausgelegt ist. Das bedeutet, dass der Mitteltöner mit einer sehr leichten Membran ausgestattet ist, gedämpft von Carbonvlies, sodass das Aufbrechverhalten kontrolliert wird, besser kontrolliert wird. Und wir diesen mit einem sehr starken Motor ausgestattet haben, sodass dieses Mittelton-Lautsprecher-Chassis sehr impulstreu dem Signal folgen kann, was aus unserer Sicht der Bühne und der räumlichen Tiefe der Wiedergabe einen deutlichen Mehrwert bietet. Außerdem ist der Mitteltöner dadurch ein adäquater Spielpartner für unseren AMT, der hier relativ prominent in der Mitte angebracht ist und sich zwischen den beiden einbettet. Grundsätzlich war ja auch die Idee, mit den seitlichen Woofern und der Anordnung des Chassis diese so nah wie möglich beieinander zu behalten, um dem Ideal einer Puncture-Quelle näher zu kommen, damit wir saubere Übergänge in Crossover-Design ermöglichen können mit sauberen Additionen ohne Phasenfehler. Zurück zu dem AMT. Dieser ist recht groß in seiner Erscheinung und auch gleichzeitig schmal. Das Hohe hilft uns, dass unerwünschte Boden- und Deckenreflexionen reduziert werden können. Das Schmale hilft uns, dass die hohen Frequenzen sehr weit in den Raum gestreut werden können. Dies verhilft dem Lautsprecher zu einer wirklich so beeindruckenden Weite und gleichzeitig aber auch einer beeindruckenden Tiefe der Wiedergabe. Gleichzeitig ist es so, wie man sieht, haben wir uns entschlossen, die Schallwand wegzulassen in dem Bereich des Hoftöners. Was hat das für Vorteile aus unserer Sicht? Ist es so, wir verschieben die Kantendifraktion, also sogenannte Spiegelschallquellen, die in den Bereichen entstehen, auf den Ecken, in einen Frequenzbereich, dadurch, dass die Schallwand jetzt auf ein Minimum begrenzt ist, der vernachlässigbar ist. Das heißt, wir haben keine negativen Einflüsse mehr durch etwaige Kantenreflexion. Natürlich könnten wir das auch anders lösen, indem wir hier sehr organisch, sehr rund arbeiten und auf eine Schallwand in dem Bereich auf diese Art und Weise verzichten. Aber wir haben uns für diesen mutigen Weg entschieden, eben diesen AMT auch dadurch ein bisschen zu inszenieren und zu zeigen und zu untermalen quasi visuell auch, wie offen dieser Lautsprecher klingt dadurch. Der AMT hat so in seinem Abstrahlbereich ein sehr homogenes Abstrahlverhalten. Das heißt, im Winkel haben wir jetzt hier oder dort messen oder hören. Man sieht keine wirklichen Pegelanhebung oder Absenkung abhängig von der Hörposition im Raum.
Wir erlangen dadurch auch einen breiteren Sweet Spot. Das heißt, der Lautsprecher lässt sich auch in einer breiteren Range hören und ist nicht so fokussiert, wie das vielleicht andere Lautsprecher sind. Genau, das wäre eigentlich das Grundprinzip und Konzept von diesem Lautsprecher. Wir erreichen halt durch dieses Prinzip, durch die Anordnung, durch die Auswahl und Parametrisierung des Chassis einen Klang, der eben indem es sich eintauchen lässt, wenn man sich zurücklehnen kann und den Lautsprecher vergessen kann. Das war auch unser Ziel bei der Entwicklung. Nun hat der Kunde noch die Möglichkeit, den Klang auch über eine Umschaltung anzupassen. Das heißt, wir haben hinten auf der Rückseite massiv vergoldete Kabelbrücken, wo der Kunde die Möglichkeit hat, einerseits die tiefen Frequenzen anzuheben, um es an den Wohnraum oder an seine Hörgewohnheiten anzupassen, andererseits aber auch die hohen Frequenzen anzuheben, um auch hier dem Kunden die Möglichkeit zu geben, wenn er jetzt einen stark überdämpften Raum hat oder wenn er einen Raum hat, einen persönlichen Geschmack hat, dass er sagt, ich will mehr ab 2 kHz haben, dann hat er die Möglichkeit, eben diesen Frequenzbereich auch anzupassen auf seinen Geschmack. Boom ist ja typisch, alle unsere Gehäuse sind sehr starkwandig aufgebaut. Wir arbeiten mit mehreren Schichten. Wir arbeiten mit strategisch platzierten Versteifungen innerhalb des Gehäuses. Wir arbeiten mit Stahlringen, um die Lautsprecherchassis in die Gehäuse zu verschrauben, damit wir sehr hohe Vorspannkräfte haben. All das soll dazu dienen, dass das Gehäuse möglichst keinen Eigenklang abgibt, also möglichst vibrationsarm aufgebaut ist. Verfügbar wird der Lautsprecher wahrscheinlich sein. Zum Ende des Jahres werden wir mit der Auslieferung beginnen können. Ich glaube, das war es, was ich zu dem Produkt sagen kann. Mir macht es persönlich sehr viel Spaß, diesen Lautsprecher zu hören. Und das erste Feedback von der Messe, es ist noch ein Vorserienmodell, was wir hier zeigen, spiegelt uns das wieder, dass es einfach ein Lautsprecher ist, wo man sich gut zurücklehnen kann, der ein elegantes Klangbild abgibt, nicht so aufdringlich klingt, aber trotzdem sehr präzise und alles ist da. Das gefällt uns schon sehr.